Hallo liebe Häkelfreunde, diesen robusten Pullover habe ich aus relativ dicker Wolle gehäkelt. An dieser Stelle sende ich ein herzliches Dankeschön an Oliver Meissner-Thiel vom Schwarzwald Woll Outlet in Schönberg, der mir das Material für dieses Projekt zur Verfügung gestellt hat. Das Schwarzwald Woll Outlet mit den schwäbischen Preisen hat eine fantastische Auswahl und bietet kompetente Beratung, falls ihr den Pullover zum Beispiel mit dünnerer Wolle häkeln wollt. Im Video stehen verschiedene Maschenzahlen zur Auswahl, sodass der Pullover mit unterschiedlichen Materialien angefertigt werden kann. Wer also nicht allzu weit weg wohnt, sollte sich dieses Fachgeschäft für alle Handarbeitsfans unbedingt ansehen. Der Pullover kann für Herren in den Größen 44 bis 58 und für Damen in den Größen 36 bis 50 angefertigt werden. Die Größenangaben erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Durch die Raglan von oben Technik sind auch andere Größen mittels einfacher Anprobe nicht schwierig umzusetzen. Richtwerte zum Verbrauch sowie viele wichtige Infos sind im Anfangsbereich des Videos zu finden, bevor die praktische Umsetzung beginnt. Also bitte das gesamte Video anschauen und nichts überspringen. Damit beantworten sich in der Regel die meisten Fragen von selbst. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Die Häkelnadel ruht nie lang, ihr Klicken ist ein wunderbarer Klang. Das entstehende Werk bringt Freude dir. Mach mit und häkle mit mir. Schick und Kapitalen. Dieses Projekt kann mit unterschiedlichen Garnen gehäkelt werden, weil verschiedene Maschenzahlen und Aufteilungen zur Verfügung stehen. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Achtung, die Verwendung völlig anderer Materialien ändert den Verbrauch. Dieser kann dann nicht mehr ausreichend genau vorhergesagt werden. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Hier seht ihr den ungefähren Verbrauch pro Farbe. Je nach Größe bleiben kleinere oder größere Reste übrig. Auch bei diesen Angaben handelt es sich um Richtwerte ohne Gewähr. Ich mache die Blockstreifen ca. 10 cm breit. Beim Farbwechsel häkle ich das halbe Stäbchen am runden Ende bereits in der neuen Farbe. Ich verknote die Fäden auf der Innenseite und vernähe sie später. Hier seht ihr die von mir gewählte Farbfolge von oben nach unten sowie für die Ärmel und den Kragen. Die Auswahl und die Anzahl der Farben sowie die Breite der Streifen könnt ihr natürlich nach eigenen Vorstellungen gestalten.
Allerdings ändert sich dadurch der Verbrauch pro Farbe. Für dieses Projekt brauchen wir pro Kante eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus 3 zusätzliche Maschen, plus 4 Maschen für die Zunahmen. In der Anleitung stehen verschiedene Maschenzahlen und Aufteilungen zur Verfügung. Der Pullover wird von oben nach unten in Runden ohne Wenden gehäkelt. Ab der zweiten Runde werden alle Stäbchen ins hintere Maschenglied gearbeitet. Dadurch wird die Neigung der Maschen aufgehoben und das Teil wird völlig gerade und symmetrisch. Ich halte mich an folgende Faustregel, wenn von oben nach unten gehäkelt wird. Die Anfangskette muss locker über den Kopf passen, im Zweifel besser zu groß als zu klein. Der Ausschnitt kann am Ende durch Verwendung einer dünneren Häkelnadel bzw. durch Erhöhung der Reihenanzahl verkleinert werden. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohldurchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick-Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 4,5 mm, danach steige ich auf eine Häkelnadel 5 mm um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag, Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind, und die Kette muss ungefähr 60 cm lang sein. Falls ihr für einen Herrn häkelt, es gibt auch Herren, die größere Köpfe haben, dann würde ich 65 cm machen. Und ich mache meine Kette ca. 60 cm lang und ihr könnt aus verschiedenen Maschenzahlen wählen, aber es muss eine Zahl sein, die ich euch oben hingeschrieben habe.
Und wenn ihr eure Kette gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 60 cm angeschlagen. Bei mir sind das 80 feste Maschen. Ihr habt euer Maß und eine der angegebenen Maschenzahlen. Und jetzt achten wir darauf, dass die schönen Maschen unten sind, dass sich die Kette nicht verdreht, und wir geben die Kette oben zusammen, sodass die schönen Maschen im Außenkreis sind. Und wir schließen in die erste feste Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel 5 mm um. Und hier machen wir eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Das Ersatzstäbchen häkle ich auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in die Masche, wo die Luftmasche herauskommt, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist eine halbe Ecke. Und in der ersten Runde häkeln wir nur Stäbchen und wir häkeln die Stäbchen in beide Maschenglieder wie gewohnt. Und bei einer Ausgangszahl von 80 brauche ich für den Ärmel 11 Stäbchen. Ihr könnt immer oben nachschauen, wie viele Stäbchen ihr pro Abschnitt häkeln müsst, bis zur nächsten Ecke. Ihr müsst also eure Ausgangszahl kennen und dann könnt ihr immer oben nachschauen. Und wenn ich meine Anzahl Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Ganz wichtig, die ersten 2 Stäbchen zählen dabei nicht mit. Das ist die halbe Ecke und dann habe ich 11 Stäbchen und ihr habt eure Zahl. Und in die nächste Masche häkeln wir eine Ecke und eine Ecke besteht immer aus 2 Stäbchen in eine Masche, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die gleiche Masche. Das ist eine ganze Ecke. Und ab der Ecke brauche ich bei einer Ausgangszahl von 80 27 Stäbchen. Und ihr könnt oben nachschauen, wie viele Stäbchen ihr für ein Vorder- oder Rückenteil häkeln müsst. Und wenn ihr eure Anzahl gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Bei mir sind es 27. Ganz wichtig, die Eckstäbchen dürft ihr nicht mitzählen. Und jetzt folgt wieder eine Ecke in die nächste Masche mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und dann folgt dieselbe Anzahl für den zweiten Ärmel wie hier. Bei mir waren es 11 Stäbchen und ihr könnt oben nachschauen. Und wenn ihr eure Zahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder ab der Ecke meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Bei mir sind es 11 Stäbchen. Ihr schaut immer oben nach. Und dann häkeln wir wieder eine Ecke mit 2 Stäbchen
2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Und jetzt muss genau dieselbe Anzahl Stäbchen übrig bleiben wie auf dieser Seite für ein Vorder- bzw. Rückenteil. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe hier dieselbe Anzahl Stäbchen gehäkelt wie hier, immer ohne die Ecken zählen. Und ganz wichtig, am Ende der Runde fehlt uns die zweite Hälfte der Ecke. Wir häkeln noch 2 Stäbchen in die Masche, wo schon 2 Stäbchen drin sind. Und die letzte Ecke mache ich mit einem halben Stäbchen anstatt der 2 Luftmaschen. Ich hole einen Umschlag, steche in den Kopf des Ersatzstäbchens ein und häkle ein halbes Stäbchen. So haben wir auch hier eine schöne Lücke und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Lücke. Wir beginnen immer mit einer Luftmasche, einer festen Masche in die Lücke, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist unser Ersatzstäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke. Und ab jetzt häkle ich alle Stäbchen nur noch ins hintere Maschenglied, natürlich mit Ausnahme der Reliefstäbchen. Also alle normalen Stäbchen ins hintere Maschenglied häkeln. Und wir häkeln 3 Stäbchen in die nächsten 3 Maschen ins hintere Maschenglied. Dann häkeln wir um das nächste Stäbchen ein Reliefstäbchen von vorne und macht diese Reliefstäbchen nicht winzig klein. Sie müssen die gleiche Höhe haben wie die anderen Stäbchen. Dann häkeln wir wieder 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied. Und um die nächste Masche ein Reliefstäbchen von vorne. Und das machen wir so oft es sich ausgeht. Die Kante endet mit 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Kante endet wie gesagt mit 3 Stäbchen. Dann häkeln wir in die Ecke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und jede Kante beginnt mit 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied. Und dann häkeln wir um die nächste Masche ein Reliefstäbchen von vorne. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke. Immer 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied, ein Reliefstäbchen von vorne. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch diese Kante endet mit 3 Stäbchen. Dann häkeln wir die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen
und 2 Stäbchen. Wir beginnen wieder mit 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied. Und dann ein Reliefstäbchen von vorne. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch diese Kante endet mit 3 Stäbchen. Die Ecke habe ich bereits gehäkelt mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und die letzte Kante funktioniert genau gleich. Wir häkeln abwechselnd 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied und ein Reliefstäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende haben wir auch hier 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied und dann ganz wichtig die Ecke vervollständigen mit 2 Stäbchen in die Lücke und einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. Diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, ist die erste Musterreihe. Der Mustersatz besteht aus 2 Reihen und wir machen jetzt die zweite Musterreihe. Wir beginnen immer mit dem Ersatzstäbchen in die Lücke. Wir häkeln immer noch ein Stäbchen in die Lücke. Und in der zweiten Musterreihe häkeln wir ein Stäbchen ins hintere Maschenglied. Dann häkeln wir ein Reliefstäbchen von vorne. Und dann sind wir wieder im Muster drin. 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied. Und ein Reliefstäbchen von vorne. 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied und ein Reliefstäbchen von vorne. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Kante fertig. In der zweiten Musterreihe bleiben am Ende immer 2 Stäbchen übrig, nach den letzten 3 Stäbchen. Wir häkeln ein Reliefstäbchen von vorne, ein Stäbchen ins hintere Maschenglied, 2 Stäbchen in die Lücke, zwei Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke und die Kante beginnt immer mit einem Stäbchen ins hintere Maschenglied, ein Reliefstäbchen von vorne und dann sind wir schon wieder im Muster drin. 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied, ein Reliefstäbchen von vorne und am Ende der Kante sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Kante bleiben 2 Maschen übrig. Hier häkeln wir ein Reliefstäbchen von vorne und ein Stäbchen ins hintere Maschenglied. Dieses Stäbchen dürft ihr nie vergessen. Und dann die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen
und 2 Stäbchen und alle anderen Kanten funktionieren genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Runde haben wir noch ein Reliefstäbchen und ein Stäbchen ins hintere Maschenglied und dann 2 Stäbchen in die Lücke. Das ist ganz wichtig, die dürft ihr nie vergessen. Und dann häkeln wir noch ein halbes Stäbchen in den ersten Maschenkopf. Und diese 2 Runden, die wir soeben gemacht haben, werden stets wiederholt. Diese Runde war die Einteilungsrunde und diese beiden Runden werden nun wiederholt. Ihr seht schon, die nächste Runde beginnt nach der Ecke wieder mit 3 Stäbchen. Das ist die erste Musterreihe und die zweite Musterreihe beginnt immer mit einem Stäbchen. Und wir wiederholen diese 2 Runden, bis eine breite Seite ein bestimmtes Maß erreicht hat. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und wir enden vorläufig mit einer ersten Musterreihe. Und wenn ihr euer Maß oder etwas mehr erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat die gewünschte Größe erreicht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann könnt ihr einfach eine Anprobe machen. Auf diese Art wird der Pullover später getragen und ihr müsst schauen, ob das unter den Armen zusammengeht und ob es weit genug ist. Und dann können wir die Ärmel abteilen. Sehr wichtig, ich habe mit einer ersten Musterreihe geendet. Wir teilen in einer zweiten Musterreihe die Ärmel ab. Insgesamt habe ich eine gerade Anzahl Reihen ohne die Anschlagsreihe, also nur die Stäbchenreihen zählen. Und dann können wir die Ärmel abteilen. Und den ersten Ärmel machen wir so. Wir legen hier die 2 Lücken übereinander und wir häkeln zuerst eine Luftmasche, eine feste Masche durch die 2 Lücken durch und dann häkeln wir das Stäbchen wie gewohnt zu Ende. Und dann häkeln wir auf der langen Seite weiter im Muster, und zwar häkeln wir auf dem ersten Stäbchen weiter. Wir häkeln ein Stäbchen ins hintere Maschenglied, dann um das nächste Stäbchen ein Reliefstäbchen von vorne, dann sind wir schon wieder im Muster drin. 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied, ein Reliefstäbchen von vorne. Und dann häkeln wir die lange Seite bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Wie immer sind 2 Stäbchen übrig nach den letzten 3 Stäbchen. Wir häkeln ein Reliefstäbchen von vorne, ein Stäbchen ins hintere Maschenglied und dann legen wir wieder die 2 Lücken übereinander und häkeln durch beide Lücken durch ein Stäbchen. Und auf der anderen Seite
geht es weiter mit einem Stäbchen ins erste Stäbchen, ins hintere Maschenglied wie gewohnt, ein Reliefstäbchen von vorne und wir sind wieder im Muster drin. 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied und ein Reliefstäbchen. Und wir häkeln das breite Teil hinüber und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen und auch hier haben wir am Ende noch 2 Stäbchen übrig. Wir häkeln ein Reliefstäbchen von vorne, ein Stäbchen ins hintere Maschenglied und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt haben wir hier ein Reliefstäbchen und dazwischen haben wir 3 Stäbchen. Und hier ist das Ersatzstäbchen und wir beginnen immer mit einem Ersatzstäbchen genau über dem Ersatzstäbchen der Vorreihe. Und das Ersatzstäbchen häkle ich in beide Maschenglieder. Und dann kommt immer ein Stäbchen ins hintere Maschenglied, ein Reliefstäbchen von vorne und dann sind wir wieder im Muster drin. 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied, ein Reliefstäbchen von vorne. Und wenn wir jetzt rundherum gehen, unter dem anderen Arm haben wir ebenfalls 3 Stäbchen. Das Muster kann also wie gewohnt weitergehen und am Ende der Runde haben wir nach dem letzten Reliefstäbchen ein Stäbchen ins hintere Maschenglied, sodass hier wieder 3 Stäbchen zusammenkommen. Und das Ersatzstäbchen ist das mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen und verläuft genau unter dem Arm. Und jetzt müsst ihr nur noch immer dieselbe Runde häkeln, bis der Pullover die gewünschte Länge erreicht hat. Wir messen von der Schulter gerade hinunter. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, aber macht dann eine Anprobe, weil das hängt natürlich von der Körpergröße ab, wie lang der Pullover werden soll. Und am Ende machen wir noch einen Bund von ca. 5 bis 6 cm dran. Und wenn ihr euren Pullover gerade hinunter gehäkelt habt bis zum Bund, dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Pullover hat die gewünschte Länge bis zum Bund erreicht und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel 4,5 mm um, also eine halbe Nummer weniger, damit der Bund schön straff wird. Und ab jetzt beginne ich mit 2 Luftmaschen, die sind das erste Stäbchen. Und ich häkle zunächst eine runde Stäbchen und hier häkle ich in beide Maschenglieder. Einfach in jede Masche ein Stäbchen häkeln, auch in die Reliefstäbchen. Und es kommt automatisch eine gerade Anzahl Stäbchen heraus, weil wir hier eine Maschenzahl haben, die durch 4 teilbar ist.
Die 2 Luftmaschen zählen ebenfalls als Stäbchen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen. Diese Reihe kann ein bisschen wellen. Das legt sich in den nächsten Reihen. Und wir schließen mit einer Kettmasche in die zweite Luftmasche zur Runde. Und wir beginnen wieder mit 2 Luftmaschen und wir häkeln jetzt abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde haben wir ein Reliefstäbchen von vorne. Hier sind die 2 Luftmaschen vom Beginn der Runde und wir schließen mit einer Kettmasche in die zweite Luftmasche zur Runde. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird nun stets wiederholt. Wir beginnen immer mit 2 Luftmaschen und dann häkeln wir abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Am Ende der Runde haben wir immer ein Reliefstäbchen von vorne und eine Kettmasche in die zweite Luftmasche und ich häkle den Bund ca. 6 cm breit, aber mit dem Bund könnt ihr natürlich die Länge des Pullovers noch bestimmen. Und wenn wir den Bund gemacht haben, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Bündchen fertiggestellt und in der Zwischenzeit schon einmal die meisten Fäden vernäht. Und jetzt häkeln wir den Kragen dran und ich verwende hier wieder die 4,5er Nadel, also eine halbe Nummer weniger, und ich beginne an einer Schulter. Hier steche ich ungefähr in der Hälfte ein, hole den Faden durch, ich verknote den Faden und ich steche hier tief ein. Ich nehme nicht nur den obersten Faden. Ich hole den Faden durch und häkle 2 Luftmaschen. Die sind bereits das erste Stäbchen. Und ich nehme aus jeder vorhandenen Einstichstelle ein Stäbchen auf und ich achte darauf, dass ich eine gerade Anzahl Stäbchen erhalte, inklusive dieser 2 Luftmaschen. Und wir häkeln einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen. Falls ihr eine ungerade Zahl habt, könnt ihr hier, wo die 2 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen häkeln. Und wir schließen in die zweite Luftmasche zur Runde. Und jetzt machen wir das genau gleich wie beim unteren Bund. Wir starten jede Runde mit 2 Luftmaschen und häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Die Runde endet immer mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche und macht so viele Runden, bis der Kragen für euch passt. Und im Anschluss werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam.
Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an den Pullover dran gehäkelt und ich habe den Ärmel nach unten hin schmaler werden lassen und ich habe den Ärmel nicht über die gesamte Breite des Armlochs gehäkelt, sondern hier noch eine kleine Naht gemacht. Und wie das alles gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Ich habe für die Herrengröße 48,50 hier circa 20 cm offen gelassen. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke und ich beginne zum Beispiel hier bei diesem ersten Reliefstäbchen. Hier steche ich durch und hinten ebenfalls durch dasselbe Stäbchen. Das kann bei euch anders sein. Wichtig ist, dass vorne und hinten gleich viele Maschen frei bleiben. Und hier hole ich den Faden durch. Ich verknote den Faden. Und dieses Stück müsst ihr später mit der passenden Farbe schließen. Falls ihr hier mit der gleichen Farbe weitermacht, könnt ihr diesen Faden länger lassen, dann könnt ihr ihn zum Zusammennähen verwenden. Und ich steche hier noch einmal durch beide Maschen durch, hole den Faden durch und häkle 2 Luftmaschen. Ich mache hier nicht das Ersatzstäbchen wie gewohnt, damit wir hier eine schöne flache Naht sozusagen bekommen und weil die Wolle ziemlich dick ist. Deshalb mache ich als runden Übergang 2 Luftmaschen und dann häkeln wir zunächst eine Runde ohne Abnahmen und wir häkeln einfach im Muster weiter, so wie das Muster bei euch vorhanden ist. Wieder Stäbchen ins hintere Maschenglied und dann ein Reliefstäbchen. Einfach mustergemäß weiter häkeln und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Hier sind die 2 Luftmaschen des Beginns. Wie gesagt, das ist unser runden Übergang und auf dieser Seite und auf dieser Seite müssen gleich viele Stäbchen sein. Bei mir sind hier 3 Stäbchen und hier 3 Stäbchen. Und wir schließen in die zweite Luftmasche zur Runde. Und wir häkeln noch eine Runde ohne Abnahmen. Wir häkeln immer am Anfang 2 Luftmaschen und dann häkeln wir alle Maschen so, wie sie erscheinen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und ganz wichtig, ganz genau schauen, dass ihr wirklich in die zweite Luftmasche zur Runde schließt. Und ihr könnt kontrollieren, dass auf beiden Seiten dieser 2 Luftmaschen immer genau gleich viele Stäbchen sind. Und in jeder dritten Runde habe ich die Abnahmen gemacht. Auch hier habe ich mit 2 Luftmaschen begonnen und dann habe ich sofort die erste Abnahme gemacht und zwar hier häkle ich durch beide Maschenglieder durch 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann häkeln wir wieder alle Maschen so wie sie erscheinen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir häkeln bis 2 Maschen vor Ende der Runde und auch hier häkle ich durch beide Maschenglieder durch
2 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann, wie gesagt, beim runden Übergang ganz genau schauen, dass es die zweite Luftmasche ist. Und zur Kontrolle immer schauen, ob beide Seiten gleich aussehen. Und wir häkeln den Ärmel nun so hinunter, abwechselnd 2 Reihen ohne Abnahmen und eine Reihe mit Abnahmen, und zwar bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat, bis zum Bund. Es kommen noch ungefähr 6 cm Bund dazu, und sobald der Ärmel schmal genug ist, einfach mit dem Abnehmen aufhören, und sobald die Abnahme hier herüber wandert, einfach das Reliefstäbchen als gewöhnliches Stäbchen häkeln. Die notwendige Länge und Breite des Ärmels findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn euer Ärmel die gewünschten Maße bis zum Bund erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschten Maße bis zum Bund erreicht und ich häkle den Bund wieder mit einer 4,5er Nadel und wir häkeln zunächst eine Reihe Stäbchen. Wir brauchen eine gerade Anzahl Stäbchen. Das müsste automatisch der Fall sein. Sollte der Ärmel noch zu weit sein, könntet ihr in dieser Runde auch noch Abnahmen verteilt machen. Ich beginne jetzt mit 2 Luftmaschen und häkle zunächst ganz normale Stäbchen, steche durch beide Maschenglieder durch und häkle eine gerade Anzahl Stäbchen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen und schließe mit einer Kettmasche in die zweite Luftmasche zur Runde. Und wir machen es genau gleich wie beim Kragen. Wir starten mit 2 Luftmaschen und häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und ich mache den Bund ca. 6 cm breit, aber mit dem Bund könnt ihr natürlich die endgültige Länge des Ärmels noch bestimmen. Und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unser toller Pullover fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts. Und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.